Bühne geht's ganz, ganz, ganz heiß her. Es wird an allen Ecken geschraubt. Musikalischen Genres abzudecken, die vielen Partnerinnen und Partner, mit denen sie da singt. Das ist eine ziemliche Marathonleistung, die sie da vollbringt. Neugierde, sich ständig weiterzuentwickeln. Dass Helene auch noch so witzig sein kann, ne? Oh du meine Güte, das Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben in meinen Augen gesehen habe. Ich schwöre. Harley Havana zu spielen war eine Offenbarung und ein ganz wichtiger und großer Schritt, weil ich gesagt habe, Martina, ich habe keine Lust, mich selber zu spielen und lass uns irgendwas schreiben, wo ich auch mal ein bisschen raus aus dieser Welt komme. Und ich hatte richtig Bock, einfach mal jemand ganz anderes zu sein. Und mein Name heißt Harley. Ja, und zusammen sind wir 1, 2, 3. Harley und Larissa. Ja. Ja. Sie hatte so ein bisschen Angst, dass ich an dem Abend, wo ja so viel von mir abverlangt wird, dass ich da nicht schnell genug switchen kann. Aber ich muss sagen, mir hat einfach das Outfit wahnsinnig geholfen. Also da war ich dann auf einmal dann auch recht schnell Harley Havana. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe auch. Tschüss, gell? Diese Selbstironie auf der Bühne, das macht Laune und das sollte man auch ausleben. Immer wieder Helene, die diese Wärme ausstrahlt. Du weißt, wenn du zu Helene Fischer kommst, es wird schön, es wird hochwertig, es wird gut. Manche sagen, Liebe tut weh. Es kam der Anruf, da war ich im Auto und wir alle... Und dann war ich sehr neugierig, welchen Song hat sie sich ausgesucht. Und das ist wieder typisch Helene. Sie hat genau den Song genommen, womit ich niemals gerechnet hätte. Liebe lohnt sich, wenn ich in deine Augen sehe. Da dachte ich, 2 Frauen, die Liebe lohnt sich, zueinander singen. Aus dem Winkel hätte ich das nie so gedacht. Auch wenn alles um uns Chaos ist. Diese Frau ist so klug, she's a smart girl. Dass die Liebe sich lohnt, wissen wir. Ich muss sagen, zwischen uns war eine super, super starke Energie zu spüren. Ich glaube, das hat das Publikum auch gemerkt. Wenn ich in deine Augen sehe, wenn wir uns gegenüberstehen. Wir haben nicht lange geprobt, weil wir wussten, wir spürten einander. Wir wussten so voneinander. Gesagt, sie meinte, was hast du an? Hast du das an? Ich so, ich bin ganz in schwarz. Sie so, ach super, ich bin in weiß. Ich so, I love it. Es hat einfach wunderbar harmoniert zwischen uns beiden, ja. Dass die Liebe sich lohnt, wissen wir. Es ist in den letzten 20, 30 Jahren oft versucht worden, Personality-Shows mit unterschiedlichen Künstlern hinzubekommen. Bei den meisten hat es schlicht und einfach nicht funktioniert. Aber Helene ist eben wirklich eine Entertainment-Personality, die selber der Star ihrer eigenen Show sein kann. Und das hat es in dieser Form seit Valente und Alexander nicht mehr gegeben. Für mein neues Album musste ich mich durch ca. 1000 Demos quälen. Aber ehrlich gesagt war das wahnsinnig inspirierend und eine wahnsinnig schöne Erfahrung für mich. Und da ist mir ein Demo hängen geblieben. Ich spreche vom Song Herzbeben. Das Herzbeben. In solchen Fällen gerne vom Multitalent und Helene ist das zweifelsohne. Schauen Sie sich um. Ich wüsste nicht, wer vergleichbar so breit aufgestellt ist wie Sie. Das passt natürlich extrem. Das Traumschiff, die erfolgreichste Serie in Deutschland und dann Helene da rein. Das darf doch nicht wahr sein. Stopp! Warten Sie! Wie sehen Sie eigentlich aus? Wer hat Ihnen erlaubt, so rumzulaufen? Wieso? Wir sind hier auf einem Kreuzfahrtschiff, nicht beim Modelwettbewerb. Gott, sind Sie spießig. Auf jeden Fall interessieren mich keine Rollen, in der wenn ich mich selber spielen müsste oder eine Sängerin oder sowas, was so total nah dran ist an meinem eigenen Leben. Also, liebe Gäste, bitte mal kurz die Ohren zuhalten, denn gleich knallt's. Also Helene als Killerin mit Till Schweiger fand ich gut. Wo sind Sie? Firat, Leila? ich habe gesagt, ich werde dich töten. Wo sind Sie? Ich will Sie sehen! Du kannst dich haben. Ich will nur ihn. Ja, mit Till Schweiger beim Tatort. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht, natürlich. Wir haben uns dann für den Tatort auch zusammen überlegt, also wenn, dann muss ich eine Rolle annehmen, die so gar nichts mit mir als Privatperson zu tun hat. Als große Mädchen, so alt wie du, wurde ich mit Freundin nach Deutschland gebracht. Nicht Internat. Zum Ficken. Freundin wurde totgefickt. Aber ich nicht.
Weil ich bin hart und grausam. Das macht mir auch ehrlich gesagt auch am meisten Spaß, wenn ich wirklich in eine andere Rolle schlüpfen kann. Jetzt hast du auch jemanden erschossen. Pass mal auf, ich habe was rausgesucht, weil ich habe mir mal angeguckt, du bist ja ein Löwe. Ja. Aszendent Jungfrau. Das ist So richtig, ist es, ne? ja. Das ist alles korrekt? Frau Das Fischer, ist bis ist das dahin korrekt noch bis hierhin? korrekt, ja. Pass mal auf, ich sag dir mal Folgendes. Brigitte.de sagt Folgendes, das ist jetzt hier meine heiße Quelle. Okay. Mensch, hast du aber richtig, da habe ich richtig investiert, ne? Brigitte.de sagt, Sternzeichen Löwe, zum Showstar geboren. So. Das stimmt ja auch schon mal. Die positiven Eigenschaften, und da bin ich jetzt gespannt, ob du das so siehst, können gut andere führen. Kannst du, ne? Naja, du bist ja schon die Chefin im Ring. Ja, also ich würde mich nicht davor scheuen oder habe mich auch nie davor gescheut und nehme schon Dinge gerne in die Hand. Ja. Dann selbstbewusst. Das bist du auch. Ja, also ich gesundes Selbstvertrauen habe ich definitiv, aber ich bin eigentlich auch ein schüchterner Mensch. Und wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich selbstbewusst und hab Freude einfach daran und gehe da wirklich mit Leidenschaft und fahre da aus der Haut und kann gar nicht anders. Aber ich bin im Privaten wirklich, da wundert man sich immer, dass ich sehr, sehr gut auch einfach still sein kann und trete auch einfach gerne mal in den Hintergrund und das könnte man schon fast als schüchtern bezeichnen. Wenn man mich dann fragt, dann antworte ich auch, aber ich bin da überhaupt nicht so laut, wie ich auf der Bühne bin. Mit 23 erklimmt Helene eine weitere Stufe auf dem Weg zum Superstar. Sie weiß es in diesem Moment nur noch nicht. Für mich ist es heute eine wahnsinnig große Ehre, hier zu stehen und jemanden würdigen zu dürfen, der in diesem Jahr sein ganz großes Jubiläum feiert. Wenn ich hier mal ganz kurz unterbrechen darf, du hast dich sicherlich mit großem Fleiß und mit großer Hingabe auf diese Laudatio vorbereitet. Ja. Aber wir haben uns das alles doch ganz anders gedacht. Jetzt hält jemand anderes eine Laudatio, und zwar Paola. Und wir stellen uns mal ein bisschen in die Nähe. Möglicherweise könnte es für dich ganz interessant werden. Ja? Helene, komm. Eigentlich war ich ja eingesetzt als Laudatorin für sie und habe mir dann auch was überlegt, was ich einer so einer Grande Dame dann irgendwie, wie ich ihr den Preis überreichen soll, was ich sagen soll. Ich habe mir echt viel Gedanken gemacht und dann kam es ja alles ganz anders. Ja, ich sehe, Sie sind jetzt überrascht, liebe Helene. Die Helene Fischer ist nämlich etwas ganz Besonderes. Sie hat alles, was man für diesen Beruf braucht. Wenn sie auf die Bühne kommt oder vor der Kamera steht, ist sie einfach da. Sie hat das gewisse Etwas, nämlich Ausstrahlung, mit der der Funke von der Bühne sofort zum Publikum überspringt. Dass sie so viele Komplimente und so viele tolle Worte für mich da hatte, das hat mich sehr, sehr berührt, ja. Lieber Glückskäfer Helene, ich freue mich, Ihnen die Krone der Volksmusik überreichen zu dürfen. Die Krone der Volksmusik für die erfolgreichste Sängerin 2007. Herzlichen Glückwunsch. Wow, also es sind für mich überhaupt die emotionalsten Monate meines Lebens gewesen. Ich habe meine erste Solotournee beendet und ich habe vorher nie weinen können, weil ich gedacht habe, nein, das darfst du nicht rauslassen. Aber es ist einfach so viel Schönes passiert und das habe ich Ihnen im Publikum zu verdanken, aber natürlich auch Ihnen zu Hause. Und vielen, vielen Dank an Jean Frankfurter, der diese wunderschönen Lieder geschrieben hat. Dankeschön. Ich habe mich total gefreut, weil ich noch nie erlebt habe in meiner Karriere, dass ein Künstler sich mal für die gemeinsame Arbeit bedankt. Das kam noch nie vor. Und vor allem nicht offiziell. Und es hat mich total zu Tränen gerührt. Also ich muss sagen, es war ein Abend, den werde ich nie vergessen. Helene hat über 16 Millionen Tonträger verkauft. Mit fast 900 Millionen Songaufrufen ist sie auch die erfolgreichste deutsche Popkünstlerin in den Musikstreaming-Diensten. Im Tonstudio feilt sie an den Details ihres neuen Albums.
Dann singe ich die erstmal. Ja, genau. Lass uns das ein bisschen ausbessern. Habe ich alle? Brauche ich jetzt nicht. Alles klar, ich gehe rüber. Gab es keine Anlage? So, ich muss ein Pad rausschmeißen hier. Hörst du mich? Ich höre dich gut, ja. Das ist das Wichtigste. Nichts auf der Welt? Ja. Alles klar. Nichts auf der Welt hält mich auf. Wenn du fällst, stehst du auf. Und dann geh geradeaus deinen Weg über Felsen und Meere. Denn da hinten ist Licht, etwas wartet auf dich. Kommt ein Sturm, spann deine Segel. Wenn du fällst, stehst du auf. Nichts auf der Welt hält dich auf. Na. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit verwechselt. Macht nichts. Wir steigen noch mal ein. Sorry, Dave. Es gibt zum Beispiel einen Song auf dem Album, der heißt Nichts auf der Welt. Und da war es Helene ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, über ihre Kindheit zu schreiben. Und auch über ihre Mutter, die ihr viel Halt gegeben hat und so ihr viel Mut zugesprochen hat und immer sie bestärkt hat auf ihrem Weg. Und dass der Weg richtig ist und dass, auch wenn es Rückschläge gibt, man halt wieder aufstehen muss, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und das war zum Beispiel ein ganz starkes Bedürfnis von Helene, ohne dass sie jetzt eine konkrete Zeile hatte, aber über dieses Thema zu schreiben. Das hat ihr wirklich sehr am Herzen gelegen. Ihre Texte sind echt, das sind aus dem Leben gegriffen. Sie singt aus dem Herzen einer Frau. Nichts auf der Welt hält mich auf. Wenn ich fall, steh ich auf. Mit dem Blick geradeaus führt mein Weg über Felsen und Meere. Da hinten ist Licht, etwas wartet auf mich. Kommt ein Sturm, spann ich die Segel. Werd ich fallen, steh ich auf. Nichts auf der Welt hält mich auf. Und gleich. Du bist ja weglässt. Muss man dafür ein bisschen wahnsinnig sein? Vielleicht. Helene war es schon immer wichtig, ihre Herkunft und ihr Leben in Songs zu erzählen. Das nächste Lied, das erzählt meine Geschichte. Ich lasse sie sozusagen ein bisschen in meine eigene Welt blicken. Und dazu zählt für mich vor allen Dingen meine Familie. Ich hatte eine unglaublich tolle und liebevolle Kindheit. Und meine Eltern haben es einfach geschafft, mich und meine Schwester so zu erziehen, dass wir die sinnvollen Dinge des Lebens erkennen. Und dafür bin ich ihnen heute so dankbar. Für mich sind die schönsten Momente, wenn meine gesamte Familie um mich herum ist und ich sagen kann, ja, jetzt fühle ich mich zu Hause. Und aus diesem Grund habe ich dieses Lied auch meiner Familie gewidmet, weil sie für mich einfach meine Welt bedeutet. Je erfolgreicher man ist, desto mehr weiß man, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, weil man eben die ganz oft verpasst. Du verpasst Zeit mit deiner Familie, weil du 200 Tage lang unterwegs bist. Meine Welt ist einfach und rund. Manchmal wie ein Zirkus so rund. Tausend Farben, tausend Gefühle, tausend Träume fliegen im Wind. Die Stimme von Helene ist besonders, weil sie auch noch eben diese Mentalität hat, glaube ich, dass sie die russische Seele drin hat. Sie berührt einfach und ja, die hat was drin, diese Seele, die kann man halt nicht kaufen. Und ich glaube, das ist ein bisschen herkunftsbedingt. Meine russischen Wurzeln sind, glaube ich, allen bekannt. Und für mich gehört mittlerweile ein russisches Medley zu meinen Konzerten dazu.
Und die Titelauswahl übrigens ist schon fast Familienangelegenheit geworden. Und dieses Jahr war sehr interessant, denn meine Eltern haben sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und also zuerst kam meine Mutter auf mich zu, dann mein Vater und jeder hatte immer andere Vorschläge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Ende so einen Kopf und dachte, okay, also wenn es jetzt nach meinen Eltern geht, würde die komplette Show nur auf Russisch stattfinden. Habe ich gedacht, um jetzt keinen zu vergrollen, habe ich gedacht, wisst ihr was, Mami, Papi, ich nehme das jetzt mal selber in die Hand. Und sie waren schon ein paar Mal bei meinen Shows und heute Abend sind sie wieder hier. Und ich glaube, sie sagen mir immer wieder, Kind, das hast du gut gemacht. Schon am Anfang unserer Zusammenarbeit kam relativ schnell der Wunsch, dass sie in ihrem Live-Programm eben auch ein Medley mit Songs aus ihrer Heimat performt. Es war jeden Abend einfach ein Fest zu sehen, wie die Leute diese Nummern feiern. Irgendwann hatte ich nur das Gefühl, okay, jetzt habe ich genügend russische Medleys auf der Bühne und in meine Shows eingebaut. Ist das jetzt auch genug und ich muss jetzt nicht bei jeder Tournee immer wieder russische Songs auspacken. Aber es war ganz schön zu der Zeit. Auf Tourneen, die oft mehrere Wochen dauern und wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenarbeiten, kommt es ganz besonders auf Teamgeist an. Ich glaube, Helene ist einfach ein Mensch, die Menschen auf eine besondere Art und Weise berührt. Und das macht sie nicht nur mit Stimme, sondern eben auch mit ihrer doch sehr freundlichen, sehr vorsichtigen Art. Sie hat eine wunderbare Art, mit einem umzugehen. Sie spielt nicht den Star. Sie ist ein völlig natürlicher, normaler Mensch. Mit genau denselben Gedanken und Ängsten und Träumen und so, die aber ihren Job einfach verdammt gut macht. Sag mal, wie viel Erdbeeren isst du? Nein, ich schmeiß die weg. Nein, die kannst kann du noch noch essen. Sonst hast du morgen... Da können wir noch essen. Nein, du kannst die gerne essen. Nein. Kannst du nicht mehr essen. Guck mal hier. Da gibt's Kinder, die sterben. Die essen. Wenn man die isst, ja, dann sterben die Kinder da. Sie ist einfach so herzlich und lustig, dass es sich eigentlich schon nach einer halben Stunde anfühlt, als würde man sich sehr, sehr lange kennen. Und sie war nie in irgendeiner Form affektiert oder abgehoben. Ich habe sie nie in irgendeiner Form arrogant erlebt. Ja, wir haben heute Mittag schon eine Probe gehabt und das Ganze durchgespielt. Ist schon heute ein besonderer Tag, sagen wir es mal so. Ich habe schon gespürt, dass wir eine Ähnlichkeit haben. So in einer Talkshow, die wir zusammen gemacht haben, wo ich eingeladen war, wo es um sie ging. Und da habe ich am Schluss gesehen, als ihr beide saßen, alle Künstler waren raus und alle feierten schon. Und nur Helene und ich saßen da bis zum Schluss, haben Autogramme geschrieben, bis ganz zum Ende. Und dann haben wir uns so angeguckt. Und dann dachte ich, du bist eben ein fleißiges Mädchen. Und du weißt genau, wo du hingehörst. Und du weißt genau, dass das auch dazugehört, dass man mit Leuten eng ist. Das muss man sich auch mal bildhaft vorstellen. Man ist auf einem Dienstagabend 19:30 Uhr in einer Halle, wo eben halt das Konzert gerade gelaufen ist. Es ist zu, es ist kalt. Und da stehen 1300 Menschen und wollen dann Autogramm. Und dann Helene sagt, bis zum letzten Menschen, der in dieser Schlange steht, werde ich hier stehen und ein Autogramm geben. Und das haben die Leute wirklich gesehen, angenommen. Und ich glaube, dass es auch wirklich ein Stück ihres Fundaments ist vom Erfolg, dass sie wirklich so jeden Einzelnen wirklich wahrnimmt und bedient. Darf ich Sie drücken? Das war sie. Das war ich. Natürlich. Also Sie sind so lieb, Sie sind toll, Sie sind wunderbar. Ihre Brille hat sich aber plötzlich eingehakt. Auiuiui. Ich danke Ihnen. Früher hast du eben da noch stundenlang gestanden und Autogramme Klar. gegeben. Geht Ja. sowas heute überhaupt noch? Ist das noch möglich? Also wir haben es irgendwann wirklich einstellen müssen, weil ich absolut an meine Grenzen kam. Ich meine, ich habe vorher gesungen, fast 3 Stunden auf der Bühne und es ist ja auch stimmlich dann anstrengend. Und danach habe ich noch bis mitten in die Nacht habe ich da in diesen großen Hallen gestanden. Und das hat noch mal mindestens immer 2-3 Stunden gedauert. Das heißt, ich hatte wirklich einen sehr langen, intensiven Abend und das jeden Tag. Und wie machst du das jetzt heute? Also wie bist du in Kontakt mit den Fans? Na, heute geht es ja Gott sei Dank auch gut über Social Media. Wenn man da mal was teilt, dann Ja. kommen direkt die Kommentare zurück, weil ich ja weiß, dass sie sonst eigentlich nichts von mir haben, außer beim Konzert, aber wir kommen sonst nicht in Kontakt. Helene Fischer! 2009 ist Helene als Künstlerin im Pophimmel angekommen und gewinnt zum ersten Mal den damals wichtigsten deutschen Musikpreis, den Echo.
fühlst dich frei und hast Angst, dich festzulegen. Ja, der Echo war ja damals einfach der Musikpreis schlechthin. Es war ja doch sehr popbestimmt oder sehr poporientiert, die komplette Veranstaltung. Und ich war da schon auch ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie wird man da drauf reagieren, wenn ich den Preis gleich entgegennehme. Du brauchst nur dich. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo der Echo quasi eine Stunde zeitversetzt ausgestrahlt wurde. Und da wurde Schlager und Volksmusik jedes Jahr rausgeschnitten. Ja, die Künstler waren vor Ort, haben den Echo bekommen, aber die Zuschauer zu Hause vom Fernsehen durften es nicht sehen. Echo fand ich immer sehr, sehr deprimierend für einen Schlager. Weil da wurde dann gelacht, wenn die Volksmusikanten da vorgestellt wurden von irgendeiner gewissen Elite, von Rappern und so weiter. Das hat sich Gott sei Dank ergeben, so ein bisschen, weil sie gemerkt haben, Toleranz gegenüber jeder Musikrichtung ist angesagt. Und weil dann plötzlich natürlich auch Helene Fischer mehr verkaufte als sie alle. Ja, es trifft mich in der Seele. Sag wieso. Diese Inszenierung war ja auch echt für damalige Verhältnisse auch für mich total groß. Ich hatte so ein pompöses Kleid, was mir dann runtergerissen wurde, und ich hatte Tänzer und es fühlte sich schon sehr modern an und das mit meinem eigenen Song verbunden. Also da war ich schon auch stolz darauf, dass ich da meinen Platz gefunden habe. Lass mich in dein Leben, tief in deine Seele sehen. Da hat sie einen großen Anteil daran, dass der Schlager auch da vom Stellenwert innerhalb der Branche gewonnen hat. Lass mich doch einfach in dein Leben. Das erste Mal, dass ich Helene Fischer gesehen habe, war auf der Echo-Verleihung. Es war jetzt nicht dieses typische Schlager-Ding, das halt viele machen. Hinstellen, Mikro in der Hand oder auch nicht und einfach singen. Sie hat damals schon sehr poppig agiert, finde ich, mit Tänzern. Das war sehr modern aufgezogen. Es war irgendwie frisch und sie ist ja auch eine Augenweide auf der Bühne. Wow. Wow, wow, wow. Ja, ich auch. Guten Abend. Als sie ihren ersten Echo bekommen hat, da wurde uns beiden, glaube ich, so bewusst, was wir zusammen erreicht haben. Also das war, auch jetzt kriege ich wieder, guck, hier Knoppen. Das war ein sehr emotionaler Moment, weil wir beide, glaube ich, gespürt haben, okay, jetzt hat sich's gelohnt. Jetzt wissen wir es ganz sicher, jetzt gibt es auch die Auszeichnung. 2010 will Helene auf ihrer Tour So wie ich bin endlich mehr sein als nur Sängerin. Auf dem Weg zur Entertainerin, die die Massen begeistert, wird der US-Choreograf Marvin Smith zu einem wichtigen Wegbegleiter. Hey Marvin. Hey sweetie, how are you? Thanks, we're good. That's beautiful. Ich bin ein Afroamerikaner aus Kalifornien. Das Wort Schlager gab es nicht in meinem Wortschatz. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. I had no idea what that meant. Am Anfang spielten wir noch nicht an den Orten, an denen sie heute spielt. Es muss von allen Seiten viel investiert werden, um den Schritt von 5.000 zu 100.000 Zuschauern tun zu können. Und wir hatten Vertrauen ineinander. Trust in each other. Wenn mich jemand fragt, was ist dein Hobby, dann ist es als allererstes Tanzen, weil ich früher einfach eine kleine Tanzmaus war. Also ich war auf jeder Party, habe ich nur durchgetanzt, mir war alles andere egal. Und das habe ich einfach alle Jahre vermisst. Ich habe nur immer gestanden und habe gesungen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, oh, ich muss mich jetzt mal wieder austoben. Ich muss sagen, das hat für mich auch alles verändert. Ab dem Zeitpunkt, ab dieser Tournee, wusste ich auch, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich möchte jetzt gerne immer weiterhin mit Tänzern arbeiten. Ich stehe nicht mehr alleine auf der Bühne und bin so vorne der einzige Solist irgendwie, ne? Und das war eine Offenbarung für mich. Also es war auch tatsächlich ein absoluter Wandel für meine Karriere. So, step by step. Schritt für Schritt bekam sie mehr Möglichkeiten. Es öffneten sich weitere Türen und sie sah die Chance, ihre ganzen Talente zu zeigen. Zu zeigen, was sie wirklich kann. Und Helene ist bereit, ganz viel Arbeit zu investieren. Okay, dann probieren wir nur mal das Hochkommen. Nur mal das Hochkommen in diese... Warte, da bist du... Da hast du ein Problem. Ich denke, besser ist diese Seite. Mit besonders viel Energie wagt sich die jetzt 26-Jährige an ein neues Element in ihrer Show: Akrobatik. In dieses Loch reinzusteigen. Wie? Moment, ich greife nicht selbst. Ich greife da und du schubst mich. Oder könntest du in dieses Loch steigen? Wahrscheinlich ist besser. Wahrscheinlich ist besser hier. Wir müssen es ausprobieren. Gut. Sobald du irgendeine Stange siehst, packst du. Es war ja ein Stahlgerüst, das heißt natürlich, bis man sich da erstmal zurechtfindet, auch die Orientierung zu finden. Und was sieht denn überhaupt gut aus in diesem Würfel? Okay.
And then my feet, yep. Oh, there you go. Yeah, okay. Yeah, awesome. nice. And are you safe there? Is that comfortable? I don't, oh, yes. Da haben wir schon lange herumgedoktert und rumgebastelt, bis wir da unsere Choreografie im Würfel dann auch gefunden haben. Da gab es natürlich viele blaue Flecken erstmal. Meinst du, ich kann schon loslassen, aber ich fall dann sofort, ne? Äh, Oh, das wird nicht gut, ich tue Nein. weh. dann. Weil ich, weißt du, dann falle ich. Genau. Sitzt du wieder Ja, ich fest? sitze gut. Wird die Sonne neu geboren, jeden Morgen. Und jeder neue Tag weckt neue Träume. Auch wenn sie von der Decke hängt, sie singt einfach, sie hat ein perfektes Gehör. Bei der sitzt jeder Ton. Und das haben wenige.